Heute bei den LegDay News hat ein betrunkener Autofahrer in Erfurt innerhalb von nur 500 Metern 3 Unfälle gebaut. Dabei kam der Mann betrunken von einer Betriebsfeier und obwohl sein Zuhause keine 5 Minuten Fußweg entfernt war, entschloss er sich trotzdem mit seinem Auto zu fahren. Und auf dem Weg rammte er dann 3 geparkte Autos. Aber keine Sorge, das waren nur die Autos von den Mitarbeitern der Personalabteilung. Da zählt sowas nicht als Unfall, sondern das gehört sich so. Verfickte Personalabteilung. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die LegDay News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus den besten News vom Dienstag. Hey, das war eine scheißlange 5. Staffel, irgendwann fällt einem auch nichts mehr hierfür ein. Also schreib mir einfach mal deine Ideen in die Kommentare, damit ich diese ungeniert und ohne Nennung in der 6. Staffel nehmen kann. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und auf die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die Tonight Show mit Johnny Carson auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen LegDay News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder bei dir zu Hause, wo diese sympathische Animation dich noch einmal erinnern soll, den verfickten Abo-Button zu drücken. Und wenn du das schon getan hast, dann geh einfach rüber zu deinem Nachbarn und drücke den dort auch. Der Schlüssel liegt wie immer unter der Fußmatte. Außerdem wollte heute eigentlich noch unser Sonderpiraten-Korrespondent Benny Blackbeard die neuesten Kapertrends präsentieren, aber er hat leider mitbekommen, dass die USA planen, 6 Flugzeugträger und ein paar 100 Drohnen in Bennys Kapergebiet zu schicken. Angeblich wegen einer Piratenplage. Jedenfalls hat sich Benny deswegen entschieden, lieber den Rückwärtsgang reinzuhauen und in der Taverne den ein oder anderen Grog zu sich zu nehmen, bis den Amis langweilig wird und wieder abhauen. Also in 1 oder 2 Irakkriegen. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Viele wissen gar nicht, dass Karaoke aus dem Japanischen übersetzt ohne Orchester heißt. Jedoch war Karaoke früher sogar mit Orchester. Leider hat sich jedoch herausgestellt, dass das doch zu teuer wurde, wenn man nach jedem The Who Karaoke Song eben jenes Orchester einmal zerschlägt. Und viele wissen das ebenfalls nicht, aber The Who hat das wiederum auch nur von Ludwig van Beethoven geklaut, der bekanntlich als erster nach jedem Konzert seine Instrumente als elementaren Teil seiner Werke zerschlug. Da war es jedoch nicht das Rock'n'Roll-Gehen, sondern einfach nur die Syphilis, die das verursachte. Und so ähnlich ist es einem Mann in Berlin-Charlottenburg ergangen, der nachts Besuch von der Polizei bekam, da er um 3 Uhr morgens seit mehr als 6 Stunden schon Karaoke in seiner Wohnung gemacht hatte. Und die Stimmung der Polizei hat er sicherlich auch nicht erhöht, als er gerade Fuck the Police von NWA intonierte, als sie an seiner Tür hämmerten. Derweil in Köln. Gerade wenn man auf seine neue PlayStation 5 wartet, vermutlich bis zum Release der PlayStation 6, kann man diese Wartezeit mit anderen interessanten Spielen überbrücken. Sei es, dass man das Leben von Jesus nacherlebt in I Am Jesus. Bitte nicht das Ende spoilern, ich bin gerade in der Mission, wo ich Wasser zu Wein verwandeln muss. Oder bei The Pope das Leben eines Papstes nacherleben kann. Und auch hier bitte nichts spoilern, ich bin gerade bei Papst Johannes Paul II. So weit, dass ich am Geschmack des Bodens erkennen kann, auf welchem Flughafen ich gerade bin. Was aber auch den aktuellen Papst nicht gefallen würde, ist ein Bug im neuen Mittelalter-Strategie-Rollenspiel Crusader Kings 3. Denn dort kommt es immer wieder vor, dass man den virtuellen Papst nur zufriedenstellen kann, wenn man diesen Menschenfleisch kredenzt. Die katholische Kirche ist selbstverständlich entsetzt über diesen Bug und wirft nun den Entwicklern von Crusader Kings 3 Geschichtsrevisionismus vor. Als ob gerade der Papst Menschen essen würde. Atheisten ja, aber das sind ja auch keine echten Menschen, oder? Derweil in Orlando. Um mir mein Studium an der Ron Burgundy Universität zu finanzieren, habe ich in einem Disney-Park als Mickey Mouse gearbeitet. Das war auch der Grund, warum ich mich nicht mit Covid-19 hätte anstecken können, denn so ein Kostüm mehrere Wochen zu tragen, härtet
gegen jegliche Viren ab. Nur nicht gegen Geschlechtskrankheiten, aber das lag vor allem an Minnie Maus, die gar nicht so mini war. Zudem war der Job auch eine gute Möglichkeit, wenn man Eltern traf, die im Fernsehen tätig waren und man ihnen so den eigenen Lebenslauf mitgeben konnte. Notfalls auf den Rücken ihrer Kinder getackert, damit er nicht verloren geht. Allerdings gibt es bei Disney eine Regel, an die sich jedoch ein Mann in Orlando nicht hielt. Denn dieser quartierte sich heimlich auf einer der Inseln im Disney-Park ein. Nur das ist eben verboten, weil immer wieder bei Vollmond Goofy zum Wer-Goofy wird und alles reißt, was nicht bei 3 auf Minnie Maus ist. Noch zum Abschluss die Lately News Filmkritik der Woche. Ist dieses Mal zum neuen James Bond Keine Zeit zu sterben, der seit 7. Oktober in ausgewählten Kinos läuft. James Bond wurde bisher schon angeschossen, erstochen, erwürgt, radioaktiv verseucht, von Haien mit Lasern auf den Köpfen attackiert, zerdrückt, vom T-1000 verfolgt und wiedergeboren in Aliens 4. Er wurde ertränkt, aufgehängt, lebendig begraben, Madonna hat versucht, ihn mit einem Lied zu töten und auch Sean Connery ist mehrfach aus seinem Grab auferstanden, um ihn Haggis um die Ohren zu schlagen. Haggis nannte Sean Connery seinen linken Hoden. James Bond wurde in die Luft gesprengt, aus fahrenden Zügen geworfen, ist festgekettet, aus Flugzeugen gesprungen, wurde vergiftet, verflucht und mehrfach im Kreis gedreht und hat trotzdem immer noch nach Hause zurückgefunden. Aber dieses Mal scheint er endlich seine ultimative Nemesis gefunden zu haben, nämlich sich selber. Denn wenn James Bond eines ist, dann komplett aus der Zeit gefallen. So sehr, dass Jason Bourne und Ethan Hunt ihn heute in der Pfeife rauchen würden und ihn Charlize Theron nur noch auslachen. Deshalb sei gewarnt, James Bond, die dunkelrote Lately Fake News Kinokarte an dich, die dir trotzdem erlaubt, eine Fortsetzung zu drehen. Dann aber mit einem anderen James Bond, wie zum Beispiel mit Charlize Theron. Oder mit mir als Charlize Theron. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Kommentare schreiben und auch fürs Liken in den letzten 17 verdammt langen Monaten, in denen wir leider einen Großteil im Krisenmodus verbracht haben, sei es da draußen wegen dem scheiß Virus oder hier drin wegen dem scheiß YouTube-Algorithmus. Trotzdem wünsche ich dir frohe Weihnachten und danach einen super Rutsch ins Jahr 2022. Das war's wieder von der Show für dieses Jahr, aber keine Sorge, am 3. Januar kommt der Kanaltrailer für die 6. Staffel. Und wir sehen uns dann am 1. Februar wieder. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.